Willkommen bei der Late Show mit mir, Florian Streletz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend und stellen uns einmal mehr die Frage, wohin mit Opa? Und dabei meine ich nicht etwa den 77-jährigen Joe Biden oder den 70-jährigen Horst Seehofer oder Philipp Amthor, der nun einmal so aussieht wie mein Opa nach dem Krieg. Mit derselben ideologischen Einstellung gegenüber Frauen übrigens. Nur bevor wir loslegen, vergiss bitte nicht den Abo-Button zu drücken und die Glocke, denn jedes Mal, wenn die Show ein Abo mehr bekommt, dann kann es sein, dass deine Kaffeetasse auch hier stehen kann. Falls du also einmal deine Kaffeetasse hier bei mir stehen haben willst, dann schreib es mir einfach in die Kommentare oder schicke mir eine E-Mail. Wichtig bei beiden, bitte ausreichend frankieren und alles unter dem Hashtag wohl keine Tassen mehr im Schrank. Aber kommen wir jetzt zu unserem Thema, denn heute Abend geht es darum, dass das hier vielleicht nicht noch einmal passiert. Zur Musik des Hollywood-Films Air Force One Donald Trumps erster Auftritt als gewählter Präsident der USA. Begleitet von seiner Familie wirkt der New Yorker Geschäftsmann und einstige TV-Star, als könne er es selbst noch nicht glauben. Ohne jede politische Erfahrung ins Weiße Haus. Eingerahmt vom künftigen Vizepräsidenten und dem jüngsten Sohn versöhnliche Töne von Trump. Es ist Zeit, dass wir nun als Volk wieder zusammenrücken. Und auch toll zu sehen, dass Melania scheinbar gerade noch unter der Dusche war, als sie auf die Bühne gezerrt wurde. Aber was mich an diesem Auftritt wirklich verstörte, war die Wahl der Musik. Wirklich, Donald? Air Force One? Hast du den Film von 1997 überhaupt schon einmal gesehen? Oh, da gibt's diesen Präsidenten, der die Air Force One zurückerobert gegen die linken Demokraten aus New York. Das könnte ich auch, wenn die Luftschächte einfach so groß wären wie die Kabine. Und Gary Oldman, ein sehr guter Freund von mir, war ein großartiger Terrorist und Harrison Ford ein fast so guter Präsident wie ich. Außerdem gab es auf beiden Seiten wirklich gute Leute. Und der Harrison Ford hatte genauso wie ich Bone Spurs in den Beinen, das uns vom Militärdienst in Vietnam und auf Alderaan beides mal gegen die bösen Left-Wing Wookiees befreit hat. Das wissen nicht viele Leute über Präsident Han Solo, ein großartiger Präsident wie ich, wie Abraham Lincoln oder Mel Gibson. Weil aber schon so verdammt viel über Donald Trump geredet, geschrieben und auch getweetet wurde, auch von mir, machen wir das heute einmal komplett anders. Klar könnte ich dir, lieber US-Wähler, der du meine Show gerade anschaust, noch einmal ins Gewissen reden, wie scheiße Donald Trump ist. Aber da du jetzt dank Donald Trump entweder an Covid-19 gestorben oder arbeitslos bist oder sogar beides, erspare ich dir und mir das. Deshalb sage ich in den nächsten Minuten gar nichts über Donald Trump, sondern wir listen hier an der Seite einfach mal den krankesten Scheiß auf, den Donald in den letzten 4 Jahren so verzapft hat. Und da es total langweilig für mich ist, hier nur rumzusitzen, untermalen wir das mit etwas Musik und ich habe endlich mal die Chance, das Ende vom letzten Teil vom Herr der Ringe lesen zu können, um zu sehen, wer am Ende den Kampf Frodo vs. Sauron gewinnt. Wobei es natürlich auf beiden Seiten gute Hobbits gab. Deshalb fangen wir an mit Donalds Verkündung, Präsident werden zu wollen, oder wie spätere Historiker auch dazu sagen, der Tag, an dem man einen besoffenen Ballermann-Urlauber an einem Deckenventilator tackerte und dann beim Rausgehen den Deckenventilator auf schnellste Umdrehung stellte. Allons-y!
Ich hatte schon lange die Vermutung, dass am Ende wieder einmal der Gärtner der Mörder war, wie hier bei Herr der Ringe.
Eines muss man leider über Donald Trump sagen, egal wie es nächste Woche ausgeht. Was für ein Wahnsinn doch seine 4 Jahre waren und er dabei auch noch mit allem durchgekommen ist. Ich stelle mir dazu, um diese groteske Situation mit so einer Null als Regierungschef vorstellen zu können, immer wieder gerne Angela Merkel vor, im Bademantel, wie sie morgens auf der Toilette tweetet: Befreit Bayern, wenn ihr der Söder zu forsch einen auf Nachfolger macht. Oder Fake News bei Tönnies, es gibt auf beiden Seiten der Schlachtbank gute Menschen. Oder Biggest Witch Hunt ever bei der Walpurgisnacht zwischen dem 30. April und dem 1. Mai. Und ganz ehrlich, ich warte immer noch darauf, dass irgendwo Michael Moore, Christoph Schlingensief und ich aus dem Gebüsch springen und rufen: Hahaha, das war alles nur Fake. Geplant von uns, damit ihr seht, wie wichtig es ist, Politik nicht zu einer Reality-Show zu machen, sondern als das zu leben, was es eigentlich nur ist. Staubtrockener und unmenschlicher Bürokraten-Scheiß. Naja, immerhin haben Michael Moore, Christoph Schlingensief und ich ja noch eine Woche Zeit, um aus dem Gebüsch zu springen. Wenn wir uns endlich mal auf ein Gebüsch einigen könnten. Das war es wieder von der Show für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Late News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen!